heutigen Video geht es ums Thema Laufen und insbesondere um Laufschuhe. Ich wollte euch mal die Schuhe vorstellen, die ich gerade laufe. Das sind 3 Paar von New Balance und sie sind alle sehr unterschiedlich und ich benutze sie auch für unterschiedliche Läufe. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Viele von euch wissen es vielleicht nicht, aber Laufen ist eigentlich wirklich meine Lieblingsdisziplin. Umso mehr tat es auch mir natürlich dann weh und war es schwer für mich darauf zu verzichten, gerade letztes Jahr, wo ich wegen meiner Verletzung wirklich viele Monate gar nicht laufen konnte. Immer wenn ich dann wieder die Laufschuhe schnüren darf und die ersten Wochen, wo es alles so schwer fällt, überwunden habe, weiß ich einfach wieder, wie geil dieses Gefühl ist, wenn die Lauftechnik funktioniert, wenn sich Laufen nach richtig Laufen anfühlt. Und ein Baustein von einem guten Laufgefühl und auch einem gesunden Laufen sind einfach Schuhe. Und hier ist eigentlich noch Platz für ein 4. Paar, was kein Schuh ist. Und das ist Barfußlaufen. Das ist auch eine Sache, die einfach, gerade wenn es jetzt wieder wärmer wird, super effektiv ist, um eure Fußmuskulatur zu kräftigen und auch eure Technik zu verbessern. Aber wir wollen ja über Schuhe reden. Also deswegen stelle ich euch meine 3 Lieblingslaufschuhe vor. Aktuell, eigentlich kann man sagen, dass ich in der Regel 3 Laufeinheiten die Woche mache, manchmal auch 4. Und wenn wir jetzt von einer Woche ausgehen, in der ich 3 Einheiten mache, zeige ich euch mal die 3 Schuhe, die ich verwende. Ein Schuh, den ihr wahrscheinlich auch schon kennt, weil ich ihn in Rennen gelaufen bin, ist der 1400 von New Balance. Das ist ein Schuh, den laufe ich jetzt gerade, wo es keine Rennen gibt, auch super gerne im Training. Vor allem bei Läufen, wo es um ein bisschen Geschwindigkeit geht. Also wo ich jetzt kürzere, schnelle Sachen mache, gerade einfach im Wald, 200 Meter schnell. Oder auch zum Beispiel bei meinen Hill-Raps oder Treppenläufen habe ich den gerade gerne an, weil der 1400 ist halt ziemlich direkt. Und ihr seht es auch von der Sohle, die hat richtig gut Grip. Und das Gefühl für den Boden ist halt einfach mega gut damit. Und ich habe das Gefühl, das hilft mir, meine Bodenkontaktzeit zu verkürzen und einfach eine schöne hohe Frequenz zu laufen. Deswegen ist das echt so ein All-Time-Favorite-Schuh von mir. Ich liebe den 1400 und bin den letztes Jahr und die Jahre davor immer auch in Wettkämpfen gelaufen und konnte damit sehr gute Resultate erzielen. Von dem habe ich einige Modelle gehamstert, gebunkert, weil ich den nie wieder missen möchte. Und also das war jetzt quasi alles so schnellere, kürzere Läufe, wo man einfach, vielleicht auch auf unebenem Boden, wo man ein gutes Gefühl für den Boden braucht, um einfach eine gute Propriozeption zu haben. Kommen wir mal zu einem Schuh, den ich anfangs eher skeptisch betrachtet habe und mittlerweile aber gar nicht mehr ohne ihn auskommen möchte. Ich bin eigentlich jemand, der gerne sehr direkte Schuhe mag und deswegen war ich immer nicht ganz so krass überzeugt von dem Freshform, weil es doch eher ein weicherer Schaum ist. Aber ich habe dann gedacht, ich gebe dem Schuh mal einen Try und war dann mega überrascht, wie gut der 1080 funktioniert. Sowohl für lockere, langsamere Läufe, als eben auch für, ich sag mal so einen Tempowechsel oder einen Tempodauerlauf, wo man doch auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbaut. Also das ist echt der Schuh, würde ich sagen, das ist ein absoluter Allrounder. Ich bin sogar auch schon Tausender da drin gelaufen, die haben sich so gut angefühlt, dass ich danach kurz der Meinung war, ich könnte den jetzt auch in meinem nächsten Rennen laufen. Aktuell sieht mein Training so aus, dass ich ja eben eigentlich nichts Rennspezifisches mache, sondern eher lockere Läufe oder eben kürzere, schnellere Sachen. Und den ziehe ich jetzt eben gerade für die lockeren, längeren Läufe an. Ist auf jeden Fall ein bisschen weicher, hat mehr Dämpfung, aber nicht zu viel, sodass ich immer noch ein gutes Gefühl für den Boden habe. Also auf jeden Fall auch eine Empfehlung.
Und dann kommen wir schon zu dem dritten Paar und das ist jetzt was ganz Besonderes. Das ist quasi der Ferrari in meiner Laufschuhgarage. Das ist der neue FuelCell TC. TC steht in dem Fall für Training and Competition. Also das ist ein Schuh, der eine Carbonplatte hat und diesen sogenannten FuelCell-Schaum, der auch super weich, aber mega reaktiv ist. Und gerade diese Kombination aus harter Platte und weichem Schaum führt nochmal dazu, dass man ein gänzlich neues Lauferlebnis bekommt. Also der ist wirklich nochmal was ganz anderes zu den zwei. Ich setze ihn sehr dosiert ein, weil es wirklich eine Waffe. Gerade diese Schuhe mit Carbonplatte, da könnte man am Ende nochmal ein eigenes Video zu machen, was ich davon halte und wie man die einsetzen sollte. Ich nutze ihn aktuell einmal die Woche, weil ich das Gefühl habe, also zum einen möchte ich ihn gerne in Rennen laufen, wenn es Rennen gibt. Und es ist nicht schlecht, da so ein bisschen Praxis zu bekommen, weil es ist ein anderes Laufen mit so einem Schuh. Der beschleunigt halt an einer ganz anderen Stelle und man muss wirklich ja, auch so ein Stück weit lernen, damit zu laufen. Genauso wie man am Ende wahrscheinlich lernen muss, ein Rennauto zu fahren. Und ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen, weil es wirklich nochmal was ganz anderes ist. Und so bin ich gerade eben in der Lage, für jeden Lauf einen anderen Schuh zu nutzen. Ja, Raketenschuh, irgendwann mal eher so Richtung Race Pace. Bequemer Schuh für Dauerlauf und ein Schuh, mit dem man nie was falsch machen kann, aber mit dem man jetzt vielleicht nicht den ultralangen Dauerlauf machen sollte, sondern eher die kurzen, schnellen Sachen, wo man wirklich so einen guten Bodenkontakt braucht. Das sind gerade meine 3 Lieblingslaufschuhe. Ich ziehe für jede Laufeinheit eigentlich einen anderen Schuh an. Das ist eine Sache, die ich euch auch empfehle, solltet ihr mehr als einmal die Woche laufen. Und es ist super spannend, wie man eben auch seine Lauftechnik und durch verschiedene Schuhe verbessern kann, weil jeder Schuh sich anders anfühlt und einem ein anderes Gefühl für den Untergrund gibt. Und der 4. Schuh, den ihr nicht seht, das Barfußlaufen, könnt ihr auch, wenn ihr einen schönen Rasen habt oder irgendwo mal die Möglichkeit im Sand zu laufen, auch einfach mal Schuhe aus, barfuß laufen und dieses Gefühl dann wiederum mit in die Schuhe nehmen. Das war ein kurzer Überblick über meine 3 Laufschuhe, die ich gerade laufe. Ein Highlight auf jeden Fall der neue FuelCell TC, den wir hoffentlich irgendwann den ich irgendwann in Rennen von der Leine lassen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen zu weiteren Laufschuhen habt, stellt mir die gerne unten in den Kommentaren. Ich versuche sie zu beantworten. Auch gerade wenn es irgendwie noch andere New Balance Modelle gibt, die euch interessieren. Das Tolle an New Balance, weswegen ich auch so gerne mit ihnen zusammenarbeite, ist einfach, dass sie eine mega große Bandbreite haben. Aber ich versuche auch nicht jetzt zu viele verschiedene Modelle gleichzeitig zu laufen, sondern so wie jetzt konzentriere ich mich mal auf 3 Modelle. Und es kann gut sein, dass demnächst dann nochmal ein anderer dazukommt. Also wenn ihr irgendein anderes Modell lauft und euch dazu meine Meinung interessiert, lasst es mich wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Just like that, just like that.